Es gibt einen Wissenschaftler, der sich im 19. Jahrhundert damit auseinandergesetzt hat, wie Tropfen aussehen, die ins Wasser einschlagen. Und hat eben festgestellt, dass es zwar eine bestimmte Art gibt, wie der Tropfen aussieht, aber eigentlich immer anders ist. Die Art und Weise, wie das Wasser von der Regenrinne runtertropft, die sich mir nicht erschließen als rhythmisch, sondern halt einfach per Zufall passieren. Wenn man es lang genug laufen lässt, würde man feststellen, dass aufgrund von Gegebenheiten der Wasserrinne das sich vielleicht irgendwann doch wiederholt. Um das Gehirn oder halt das Hören auch bei der Stange zu halten, braucht es ab und zu diese kleinen Veränderungen. Zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass mir das eben auch so ein Loop wesentlich attraktiver macht. Auch wenn es nur ein paar Cent sind, die sich verändern, hat mir das halt immer auch Spaß gemacht, dann im Studio zu sitzen und das halt für Stunden zu hören, weil immer irgendwas passiert. Unser Hörsinn ist aufgelöst zu einem gewissen Grad und auch unser Sichtfeld, aber wir können niemals so tief reingucken, außer mit Hilfsmitteln, um zu erkennen, dass da tatsächlich mehr Strukturen sich wiederholen, als uns eigentlich bewusst ist. In der Musikproduktion würde ich sagen, dass halt Probability und Chance, im Deutschen dann natürlich irgendwie Zufall und Wahrscheinlichkeit, ich glaube, bei vielen MusikerInnen eine große Rolle spielt. Du hast neben den eigentlich festen Strukturen, die beispielsweise Notenwerte angeht, eben auch Variationsmöglichkeiten und die basieren dann eben auf bestimmten Werten, die man einstellen kann oder Zufallsgeneratoren. Und gerade bei House und Techno würde ich sagen, dass die eine große Rolle spielen. Meine Herangehensweise an genauso Wahrscheinlichkeit und Probability ist halt tatsächlich so, dass ich das in meinem Musikmachen einsetze, dass es subtil passiert. Ich habe so bestimmte Workflows im Studio, wo ich eben nicht nur mit Notenwerten arbeite, sondern eben auch so Steuersignale und Parameter eben, wenn auch nur ganz leicht, modulieren zu lassen. Also, dass eben so Nuancen moduliert werden, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind am Anfang, aber wenn man genau hinhört, dass sich das Sample, das sich immer wieder wiederholt, eben ganz klein sich verändert. Ich freue mich eigentlich darüber, wenn das jemand sogar gar nicht mitbekommt, sondern das einfach passiert und dadurch irgendwie das Hören vielleicht ein kleines bisschen anderes ist. Ich würde sagen, durch so eine gewisse Neurose, die bei mir auf jeden Fall vorherrscht, bin ich eigentlich im Rest meines Lebens jetzt außerhalb der Musikproduktion immer um sehr viel Kontrolle bemüht. Das heißt, wenn ich dann Musik mache, ist das eine große Erleichterung, wenn ich dann da eben auch mal loslassen kann und gucken kann, was denn eigentlich passiert, ohne dass ich da wirklich alles unter Kontrolle habe.